Ja, jeder sollte. Keine Ahnung, weil wir sind. Ja. Was hat probiert? Die Benachrichtigung, dass du live bist, okay. Ich dachte, zum Job Killy schreibt mir schon wieder. Der nervt langsam echt hart, ne? Sein Mate, ja. Ja. Der Geoff Killy. Wer ist denn das? Fuck you. Was? Jeff. Ich heiße Jeff. So gerne, was ich meine. Wahrscheinlich wisst ihr das. Ne, ich habe gerade so einen Stream aufgemacht. Ja, gut. Da steht Live-Projekt. TobSEN. Ja, ich würde mal sagen, hiermit offiziell auch für Sie, für die wer nachschaut, willkommen. Wir reacten heute auf die Ubisoft Forward dieses Mal. Zusammen mit Sören, Fabi und Beckmann, der bei gerade noch AFK ist. Die Ubisoft Forward ist übrigens, 4, 3, 2. Hä? Ich bin schon wieder asynchron. ich bin bei 13, 12. Ja, eben, ich war 9. Die Ubisoft Forward ist für alle, die übrigens, die das an einen runden Tag kaufen oder geboren sind, die an einen ungeraden Tag geboren sind, für die ist die Ubisoft Backward gedacht. Wer nicht an einen geraden Tag geboren ist, bitte abschalten. Hello everyone and welcome to Ubisoft Forward. We're here backstage and we've got a great pre-show coming up with updates on a bunch of fan favorite games before we kick off the main show. Absolutely. And if you want to find out the latest about the world of Mario plus Rabbids Sparks of Hope, or get ready Du to guckst in die falsche Kamera, Dude. Skull and Bones, stick with us. Immer noch. You're already in the right Falsche place. Kamera. And that's not all. As today's show is available in 11 languages, 4 sign languages, and 2 audio descriptions. Head over to the link below to find out more. Niemand Now, Brawlhalla. on with the pre-show. Let's Toll, dive into die news and Titel updates on Englisch, games you're automatisch already generiert. playing, Danke. starting with Brawlhalla, where an exciting new character is joining Aber the fight. Ubisoft könnte das, auch machen. Valhalla. Haha. Also wieder Purple hier. Hohoho. Cool. Kennt ihr die Typen? Ich kenn sie nicht. Alucard ist übrigens Dracula rückwärts. Ah ja. Das ist voll Secret und so. Cool Story, Bro. Oh. Ja, wieder ein Podcast. Haben wir ja genug schon. Da kommt Kojima um die Ecke. Fabi spoilert mich wahrscheinlich, aber es ist gut, weil er ist ein paar Sekunden vor mir. 24, 23, 22, 21, 20. To explore video games and their place in pop culture and society. The beauty of Lay, 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 video lay, games lay, and lay. science bring them together is that we're bringing research or bringing science to society, and I think that's really important. The relationship between science and video games, or how fashion and Nein. games influence each other, or whether anything can be a game. That's it. Check Woo, out the woo. Tips article wherever you Können wir bitte mal alle get F5 podcasts. drücken? Wir sind alle 3 von anderen Zeiten. And make sure you subscribe Ja, alle so F5. you don't Ich drücke miss F5 any of und our ich new releases. drücke. Jetzt habe ich auf der Seite falsche Seite 47, gedrückt. 46, 45, 44, 43, 42, Ja, jetzt passt. 41, 40. Okay. I see you all. You, stuck on a quest looking for that blasted door key. Or you in the back, always looking for new ways to dominate online in Das ist hier schon wieder. multiplayer matches. Das ist die Well, Frage. today's your lucky day, because now you can visit Ubisoft Game Plan for guides,
walkthroughs, Einmal. collaborations with your favorite creators, and exclusive tips curated by the developers themselves. All of this is created to help you get the most Machen die out of gerade your Werbung game, dafür, dass whether es it's Guides und brand Walkthroughs new gibt, or die es a auf YouTube wie Sand am Meer gibt? Find gameplay Ja, aber hier on heißt es Ubisoft YouTube, Gameplan, oder? in-game, and online Boop, beep, to boop, gain die the haben das confidence Internet of an früh assassin verstanden, beep, and the boop. skill of a champion-leveled operator. Mein Gott, Steam hat fucking Community seit 20 Jahren und... Ach, egal, Ubisoft. Tense Music Playing, Alter. As a child, I was taught never to fear the dark, Vor Because Hashtag I'm a vor- Ken. to face my enemies with gritted teeth and a steady grip on my blade. Sturdy Grip on my belief. But now, my hands tremble. Ja, was hast du für eine Pre-Show erwartet? Something has awakened in the mire. Spannung. Glowing eyes watch in the night. Das wäre doch jetzt mal ein Plot-Twist. Shadows slither through the Es ist kein woods. Kämpfer, sondern es geht gerade um irgendwie eine Kerze oder eine Lampe oder so, weil er keine Angst vor der Dunkelheit hat. Und Samurai venture into the swamps. Ah ja. Jetzt spielbar, eine Lampe in vorne. What comes back ja, eine Kerze. isn't them. A deadly web has been woven and there is no escape. My teachings were wrong. 2 plus 2 ist 4. Skribe die Papp. Don't fear the dark. Fear of the dark! Fear of the dark! Can you feel Wie kommt das jetzt da? Weil er ein Schwert im Gesicht hatte. Ja, also. Das ist Liebe, sagst du. Wer hat nicht gerne ein Schwert im Gesicht? Guck mal, er hat sogar einen Bauch. Flackerndes Bild. Krass schon. Haben keine Epilepsie-Warnung, das finde ich nicht gut. Ja, gebe ich dir recht. If you're just joining us, you're watching the Ubisoft Forward pre-show. In just a little bit, we'll have more exciting Guck mal, news die and erklären trailers müssen, dass about es die our Pre-Show upcoming ist. releases to share with you. Musste immer dabei sein, ey. Das ist halt die Ubisoft News Team, die beiden. Deswegen Ja, die sollen sie mal dabei. austauschen. Bewerb du dich doch. Hello everyone. At Wir Ubisoft leben nicht in for many Montreal, years das ist now, unser we've been Problem. working with indie studios from across the world. Montreal. There's been mentoring, there's been funding, there's been awards, but above all, there's been some strong ties and learnings from both sides. And today, we're Also sie super guckt zumindest in die thrilled to richtige Kamera. showcase some game from studios we've had the privilege of working with. Enjoy! Jetzt kommen die Indie-Games, die seine Hände drin hatte. I'm one of the founders of Skyward Entertainment. We are a brand new game company based here in Helsinki, Finland. We are currently working on a game called Second Stone. It will be a nostalgic mashup combining your Back to the Roots classic Ich bin action nicht RPG zufrieden mit diesem with Spiel, weil super tight platforming gameplay. die noch nicht das Spiel In First Second Stone gemacht haben, players will also be drawn into this vast and beautiful world filled with adventure and excitement. However, everything is not as it seems. Alter, ich There liebe is diesen a dark, Akzent. twisted parallel universe that hides right in front of your eyes, and only you can get there. gleich mal sehen, wenn er wieder seine Interviewposition eingenommen hat, ob da im Hintergrund irgendwie Wodka ist und Metal oder so. Ich meine, das finden dann da. Dabei ist so eine E-Gitarre gefüllt mit Wodka. Wieder da. Da steht aber eine Flasche Valhalla Absinth. Wir gucken Beckmann schon live. Schon live? Ja. Beginnt erst um 19 Uhr. Ja, wir gucken die Pre-Show. Link ist, Haben wir irgendwas Interessantes? Nö. In For Honor kommt ein neuer Charakter rein, eine Kerze. Ey, For Honor, Alter, das hab ich da so viel gespielt. For Honor, auch so ein Spiel, das würde ich nie anfassen. Hello, my name is Kim, and Hello. I'm the CEO of Unreliable Hello, Kim. Narrators, a Montreal-based studio dedicated to creating games that empower the voices of those that too often go unheard. We're currently hard at work on our very first project, a narrative-driven game set in 17th century Canada called Two Falls. 2 sets of tracks. Fresh ones. We're incredibly lucky to be in Montreal, where Ubisoft has been well established for now 25 years and a very active force in the gaming ecosystem. And we're really happy to have won the National Bank Favorites Award at the Ubisoft Montreal Indie Series.
We also got marketing, business and technical advice from the Ubisoft Entrepreneur Division. Der Stream ist genauso wie der am Pixel, ey. Auch Ubisoft kriegt es nicht hin, High-Quality Livestreams zu machen. Players will experience the intertwining journeys of Jeanne, a shipwrecked girl stranded far from the French colonies, and Maikan, a young Innu whose people have become afflicted by a strange illness. As the name of our studio suggests, Gefühlt ist der Grafikstil 1:1 das wie eben der dieses Comic-eske Low Polygon. Es hat wenig FPS. Alter, Tobi, hast du einen 3-Tage-Bart? Ja, ja. Two Falls is currently set to release on PC in the fall of 2023. Oh, wie schlimm. If you want to know more about Two Falls, please wishlist the game on Steam or give us a follow on Twitter. Thank you so much. Aber das sieht so sehr aus im ganzen Kiefer rum. Oh, and by the way, that's not all. Starting Ein Tagebart, ey. Sag Bescheid, wenn du einen Vollbart hast und aussieht wie ein Moslem. Ich lasse mir keinen wachsen, also kann ich doch keinen Vollbart haben. Trotzdem Bescheid, einfach bei Beckmann irgendwann. Bescheid. Oh, ein Vollbart und aussehen wie ein Moslem, das ist schön. Das macht Spaß. Also, was war das denn? Drehen sich ganz viele Leute mal eine. Hast du locker Gast, was? War da gerade ein Spiel, wo du einfach im Postbote bist? Ja, davor, da soll ganz chillig sein, hab ich schon gehört. Beckmann dauert ein paar Sekunden. Mittlerweile Spiele einfach so Game, aber so nein, ich musste das erstmal in meinen Gedanken verarbeiten. Achso, hat länger gedauert, ich hab gerade mal 5 drücken müssen. Nee, also Lake heißt es, ne? Ja, genau, Lake. Das soll ja chillig sein. Das ist so einfach nur ein Chill-Spiel. Gammeln. So wholesome, weißt du, so wholesome Game. Ich kann dann zur Post gehen und dafür einfach Geld noch verdienen. Aber gut, da wird es nicht wholesome sein, sondern eher die Peitsche Morders wird einen durch die DHL-Wüste prügeln. Denn die Delivery kommt eh nicht an. Oh mein Gott. Mit 300 km/h im Kreis fahren. Ohne Kurven, ohne alles. Das ist kein Nesca-Auto. Ich sehe es gerade nicht. Ja, stimmt, ne, Moment. Ich hab das disappeared, Alter. Das sieht nach hier... Das ist ein Moto GT. Ja, kann entweder das... Ja... Back to the future! Jo. Schmeckt! Ja, wollte Ihnen jetzt den Start doch zeigen. Das wäre jetzt geil, wenn die jetzt einfach 5 Minuten das Video von dieser Startanfragsfrequenz aus verschiedenen Kamerawinkel gebracht hätten. Ein Rift-Game? Jo. Also ne, The Crew ist ja einfach nur ein Renngame. So, keine Ahnung, das ist... Wie heißt dieses Genre mit Driftner? Wie hieß der Typ? Der in sein Monster-Auto... Der mal so über die Hafendinger gedriftet ist, da gab es extra einen Genre für. Den Namen wir haben es doch gesehen, dass die Autos driften können. After your incredible experience alongside the Forsberg team, prepare to enjoy a whole new episode. Get ready to face a winter of fury. Performance driving on all terrains. That's how things move. Ja, wenn ich Rennspiele spielen würde, wäre ich bestimmt jetzt excited. Warum spielst du eigentlich gerade, Beckmann? Wenn es nicht Need for Speed ist, vor allem Dingen die Need for Speed so vor 2010, alles Schmutz. Naja. Ja, die Tour spielt auch keine. Most Wanted war das letzte. Ja. Und das alte Most Wanted und nicht das neue. Das heißt Motorflix. Nicht geklaut. Underground hat mir ja so ein paar Sachen gefehlt. Ja, aber das ist auch schon sehr alt. Der Soundtrack war halt das Geilste. Underground 1 und 2. Most Wanted, ich vermisse es bis heute. Ich würde es gerne nochmal spielen.
When the first Assassin's Creed game came out in 2007, he knew it could develop into a passion and become a major part of his life. Ernsthaft? And at Cringe. first he wondered if he should take the Noch mehr cringe. Indeed, when I get passionate, I throw myself 100% into things. So, I'd rather... Dreifach cringe. In the end, he did. And AC, Pierre, and Ubisoft would go on quite an adventure together. Das ist schon Assassin's Creed 2 geworden. Here is the story. Pierre didn't hop on the AC bandwagon immediately. It was a trailer that got him hooked. No, not this one. Not this one either. Still wrong. It was a fan-made trailer in 2010. Alter, die Videos war damals so geil, ey. Immediately showed up at my neighbors and I play AC all night. Die war damals so He gut. instantly became a fan of AC. He loved the story, he loved the aesthetic, the universe. He'd never traveled that much with any Guck, other Assassin's game. Creed-Referenzen, da droppen sie alle. Ich glaube, ich erwarte heute jetzt, dass das Geiles angekündigt wird. Nicht nur Mirage, bitte. So he saw huge potential. He saw huge potential, weil saw einmal gesehen und genäht heißt. Ja, das war wahrscheinlich für Ubisoft so gewollt. Die haben dich als Witze-Autor gewonnen. So. Gibt's doch so. Er kann sich nicht leisten, um mich aus den Exklusivvertrag bei TobSEN rauszukaufen, müssen wir echt ordentlich Shot aufbringen. Finde ich gut. He never missed an opportunity to meet up with people who shared his passion. He did miss the chance to get an AC hoodie at Gamescom one year. Never forgot about In that. 9 Tagen kommt ja Monkey Island raus, fällt mir gerade ein. Ich muss noch vorbestellen. At Ubisoft, so they sent cosplay kits with top secret unreleased character details, giving Pierre the time to make new costumes before game reveals. Lol. That's quite a lot of trust. And a lot of NDAs. That said, we never leaked anything. Affirmative. It's quite a lot of trust. Hä? Wer ist das? Ja, vor allem, warum, was ist daran mysteriös zu sagen, ja, wir haben hier 200 Verträge unterschrieben lassen, schon phrases Vertrauen. Nein, das ist kein Vertrauen, das sind 200 Verträge. Vertrauen wäre, wenn ihr die Details gegeben hättet und gesagt, du sagst aber nichts ohne Vertrag. Ubisoft wants a community ambassador at E3 in Los Angeles. Oh yes, I remember. Der Franzose und der Russe. Was für Russisch, ich hab mit Französisch geredet. Das war nicht Französisch. Danke, Nein, hast du nur so angehört. Dann machst du besser, komm. Ich kann es ja nicht, deswegen versuche ich es ja nicht mal. Bugnol oder französische Zwiebelsuppe? Genau. Dankeschön, Konnichiwa, du kannst aber gut Französisch. Oh, er versucht anzubrechen. Damit unterstützt Ubisoft Fan-Einbrecher in ihrem... Oh Mann, ey, ist doch gut jetzt mit dem Scheiß. Das ist halt viel zu cringe. Das war nett gemeint von Ubisoft, aber ihre Mitarbeiter vorzustellen, aber es können sie doch ohne cringe. Ich meine, ich finde es nett gemacht. Der Typ war ein Fan, hat dich den Arsch aufgerissen und ist jetzt mittlerweile Teil des Teams. Das musst du aber nicht 5 Minuten machen. Mann, ich habe jedes Assassin's Creed auf 100%. Ich will auch ins Team gehören, ein extra Video bekommen. Ja, dann nehmen wir ein Kostüm. Also, zeig mir nicht, was du Kostüm hast. Ja. And that's how Pierre's dream came true. He finally joined Ubisoft. Today, Pierre is a project manager in the Ich will auch ein Cringe-Video, so ein dicker Typ versucht anzubrechen. Since joining Ubisoft, Pierre has of course found a new way of building community Wow, around another one of his passions, laser sabers. The circle cannot be complete without Alter, nächstes Assassin's Creed mit Laserschwertern. Nein, Ubisoft arbeitet an einem Star Wars Spiel, da hat die Konkurrenz wahrscheinlich. Assassin's Creed Star Wars. Vielleicht waren das auch Space Dildos und sie machen ein komplett eigenes Game. Jawohl, werft die Jacke weg. Fliegt sie da irgendwo und wird nicht mehr aufgehoben. Ist das deren Ernst? Das war jetzt ein 5-Minuten-Video darüber, dass sie... Pre-Shows, man füllt sie mit unnötigen Dingen. Nee, nicht im Ernst. Das war nur ein Trailer, um da einen Job zu kriegen. Ich guck mir, warte, mal gucken, was würde ich denn mit meinem Abschluss da bekommen wollen? Okay, zeig mal her. You all. Wahrscheinlich Hausmeister.
Plus Rapid Sparks of Hope and Skull and Bones, we still have a couple of more announcements to share with you. Touché. We are from the other team based in Ubisoft. Okay, Software Engineer, there we go. Nice. Was Our wusste? latest title, Anno 1800, transports Man merkt ja, dass sie deutsch ist. It challenges you to build grand Die ist sowas von deutsch, die Lisa Maria Wittmann, economic system and logistical Ubisoft Mainz. and Lisa Maria Wittmann. Jawohl, aus Mainz. use your Ubisoft Mainz, Alter, ist schon deutsche Entwicklergröße. trade routes and expand your Diesmal empire Bluebird. into different regions. In our current season 4, Okay, we're expanding the new English game Fluency, French is a strong plus auf Fickt euch. Croissant. Ja, Croissant, oui, oui, bon, bon. with an additional population tier, new production chains, a grand monument, and new islands to explore. We're very excited to share with you Oliver. first looks at Oliver. our content today. So check out Oh, the sogar first teaser in Deutschland? and Was haben wir denn make sure hier? to visit the Annie Uni website for more info. Hausmeister. Ja. Grandiose Musikplaying. Ganz unten. New World Rising, wohin geht's denn? Nach Asien? Ist nach Asien. Programmer UI Focus bei Tom Clancy's Rainbow Six Siege. Bibu, bibu. Da sehe ich dich, Sören. Ja. Sehr gut. Er ist ja jeden Morgen bei mir bei der Bettdecke. Kommt so ganz Haus raus, sagst du? Ja. Ach ja. Ich mache auch immer so eine große Show da drum. Mit Lichtern und... Also ein paar werden da die... Oh Gott. Nein, das... Oh mein Gott, ich habe verstanden, was das für ein DLC ist. Okay, ich habe ja ein bisschen Anno gespielt. Ich weiß jetzt, wo das DLC hinkommt. UI-Programmer für Anno. Die UI programmieren. Das Spannendste. Ey, Sören, du übersteuerst leicht. Ja. Echt? Ja. Warte. Was? Hau rein. Besser? Weiß ich nicht. Besser, bla bla bla. Käse, Schinken, 1, 2, 3. Ja, passt. Ja. Wurst. Okay. Also sie suchen UI-Programmierer. Ernsthaft, die machen jetzt Werbung für ein Feature in Games, was jedem Ubisoft-Titel gibt. Ubisoft Photo Mode, aber wir müssen es bewerben. What the fuck? Weil die Scheiße keiner nutzt. Ja, eben. Außer für Bugs. Also, ich habe den Fotomodus bei mir in Cyberpunk auch nur benutzt, weil mein Dödel immer durch die Hose geklippt ist. Also in echt auch. Ja, wie Real Life. Ja. Das hat mich auch im Echt immer so eingeschränkt, ne? Und dann dachte ich mir, jetzt wo ich diese 20 Gangmitglieder töte und das da durchklippt, muss ich das unbedingt highlighten. Yeah, cool. Fancy Mucke, yeah. Jo, wir sind coole Gangster. Ubisoft Plus, wir haben jetzt dasselbe wie Microsoft, nur mit weniger. Das finde ich ist ein Scam. Hat er nur die Ubisoft-Titel. Ja, super. Ja. Ich spiele ja so viel Ubisoft-Spiele, weil ich gezwungen werden will, einen Browser zu benutzen, den ich scheiße finde. Ich kann immer noch nicht meinen Namen ändern im Du heißt nicht immer noch Bautner Senf. Ich heiße immer noch Bautner Senf, ich kann meinen Namen Warum? What the fuck happened? Ciao. Alter, es ist pixelig. Sky, musst dir mal ein bisschen Auflösung kaufen, Alter. Was ist denn jetzt auf einmal los? Der Typ, der das aufgenommen hat, der Sky, der Clip submitted hat, hat einen extrem schlechten PC, würde ich mal sagen. Und spielt Ja, auf Auflösung 4:3. Ja. Das ist auf 360p. Jawohl. Spielt man 4:3? Gut. Alter, Astrale. Button Play. Gut. Das ist doch eine Aufnahme von uns, oder? Ja, ich wollte gerade sagen. Ja, klar. weil wir so gut Smoke spielen können, ne? Ja. Project Mania hab ich mal wieder Bock drauf, ey. Das hab ich früher geliebt. So überhaupt nicht. Schade, dass das System von denen irgendwie so mega confusing ist mit was Premium, Warte und dies, das. Nice.
Ja. Ich weiß über Trackmania nur, dass es einen E-Sportler gibt, einen Deutschen, der heißt Massa, der spielt für Beck und dann hört's auf. Hang on, I'm trying to be really... Oh my god, the farmer just ran over the hostages! Oh. Ich mag's, wie man das Oh, auch halt 10 dein Sekunden hat Maul. kommen sehen und sie nichts dagegen getan hat. Also. Ich hasse diese Leute, die immer alles so overhypen. Oh mein Gott, er ist rübergefahren. Was ist das denn für ein Move, Alter? Ufer, ja, nein. Aber das Spiel, das gefühlt 5 Leute spielen, diesen Rocket League. Die haben, das weiß ich auch, dieses komische Rollerblade-Spiel, was sie angekündigt haben, als das soll Konkurrenz zum Rocket League werden. Das haben die literally so gesagt und dass das dieselbe Zielgruppe hat. Nope. Es ist halt... Brawlhalla. Das davor. Nee, ich meine, das ist gerade Brawlhalla. So, das waren alle 10 Momente, Alright, die that's all the updates we had in for you on the Ubisoft pre-show. interessant waren dieses Wanna Jahr. hear some good news? Erwarten. All the games you played on the Das ist pre-show, hart. you can try them for free on PC starting right now for a month. On Ah, es geht Ubisoft los, jetzt gleich. Der geile Stuff hoffentlich. Ich hole mir, meine Chicken Wings sind jetzt fertig, ich komme sofort wieder. Ich will nur Assassin's Creed sehen, der Rest juckt mich nicht. Ja, es kommt noch mehr als Assassin's Creed, aber ja, Assassin's Creed ist geil. Und Skull and Bones. Aber der Rest trotz. Lively Music Play. Los, sag mir was für Assassin's Creed. Und am besten da war mit dem Trailer, ohne irgendwas zu sagen. Ich will vor allem den Assassin's Creed Render-Trailer, den Alliation. Hi everybody, thank you so much for tuning into the September edition of Ubisoft Forward, the showcase where you get a taste of all the great things we're cooking up. I'm one of your hosts, Neil and Kumar. I'm Yusuf Magid, and I'm so happy to be here today because this year we're global, streaming in no less than 11 different languages. So a big hello to everyone around the world. Stimmt doch gar nicht. Auf YouTube ist nur ein Englisch verfügbar. So we got you all covered. Yo, Neil, I love this studio. I feel like we're big time now. Come a long way from being interns. I mean, look at us. Hey, come on, look at us. Look at us. Who would have thought? Not me. So let's get to Ich the auch real nicht. reason why we're here today. Ich will ja nichts sagen, ne, aber das sieht so If you caught the schon wieder so aus, die Ubisoft zwei Kommentatoren, als you mussten should die already irgendeine be caught Quote up on erfüllen, some ne? super exciting updates from current releases. Und das And meine now, ich in nicht the next few abwertend, minutes, denen we'll show you gegenüber. what you can expect from our live and upcoming games, including with a very special Assassin's Creed showcase. Kann sein. In fact, let's check in with them right Ja, now. los Die jetzt. Effekte sind so auf Level Strige da macht. Assassin's Creed 10, der Community Developer. Later in the Show. Scheiße. Als ob das in den ersten 5 Minuten gezeigt wird oder also. Ja, ciao. Ja, das genau, das war auch bei Hype sind, deshalb ja. We'll be catching up with the Assassin's Da Creed hätten sie es crew auch later in weglassen the können. show. But we also wanted to remind you that right now, you're all eligible for a 3-month subscription of Ubisoft Plus, giving you access to some of our best games. Zum Beispiel For more information, Die ich vielleicht schon alle besitze, Ubisoft. Daran haben schon mal gedacht. now, onto the games. Rainbow Six Siege und Rainbow Six Sword und Rainbow Six Siege und... Musik Vielleicht kommt jetzt auch von Ubisoft der größte Troll und sie kündigen einfach ein neues Wortwerk an statt ein neues Assassin's Creed an. Oder sie kombinieren das. Assassin's Creed Dogs. Das spielt in derselben Universum. Das ist bereits bestätigt. Oh, was will ich denn damit jetzt? Okay. Kann ich abschalten. Die fangen jetzt schon damit an. Jetzt möchte ich mal wieder ganz kurz Ubisoft an der Stelle flamen. Ganz ehrlich, scheiß auf diese Fuck-Rabbits, diese absolute Piep. Bitte bringt mir doch aber Rayman wieder, ihr Drecksäcke. Anstatt mit Mario zu kollaborieren, ihr habt auch einen eigenen Jump'n'Run-Helden, Mann. Der ist besser als Mario. Und stattdessen tun sie die scheiß Rabbits da showcasen, Alter. Seit 2006. Machen 2013 ein 2D Jump'n'Run, was übelst geil ankommt, und kriegen nie wieder den Teil raus. Also... Mein Name ist David und ich habe ein Spiel bestellt. Erstmal aufgeregt, ist gestern angekommen. Alles gut. Kostenlose Croissants? Das ist ein Italiener, Alter. Ja, eben, deshalb. Ubisoft Milan und das war französisch. Und der dort Ottellini die Fromage. Ich will kein Gameplay davon. Holen die Bastarden, kaufen Rabbits. Oh mein Gott. Oh, Lamborghini, Ferrari. Including a special battle Ah. that took great pleasure Pista de in Pasta. crafting. Adventurous Music Play.
Boah. Mario und Rabbids. Hello everyone, I'm Faye. Ich hab die zu stark gewürzt, Alter. Holy shit. About Mario plus Rabbids Sparks of Hope. Today, our heroes travel to Terra Flora in their quest to save the sparks. Guck mal, Beep-O. This green and usually flowery Sören planet is struck by a drought caused by Curse's malevolent influence. Siehst du, das ist der Beweis eindeutig, dass sie unser Let's Play geguckt haben. Verklagen. Ja. Tobi klagt, muss einschalten. Ja, klagen wie Tobi. Klagen wie Tobi, unsere Rechtsabteilung hier in der Firma. Mario and his friends must Steht dann aus mir. Wenn doch nur einer Anwalt gelernt hätte. Ja, genau. Wir haben 37 gefühlte Programmierer hier in der Crew, aber nicht einen Jurist. Terra Flora, like all the planets of Mario plus Rabbids Ich habe ein Semester Recht, Informatikerrecht und so gemacht, also Basic, also mit eng, ein bisschen Lizenzkram. Oh Gott. There are many interesting places to visit and secrets to discover on Terra Flora. Giant trees, lush plains, and hidden caves. But let's get back on track. Weißt du, die arbeiten mit Nintendo zusammen. Was Mario, also ganz ehrlich, ein Mario Rayman Crossover wäre doch viel geiler als mit den scheiß Rabbids. Frag mich auch, warum die zu Markenzeichen geworden sind, ne? Bin ich ganz ehrlich. Ja eben, Rayman war viel geiler. Nur weil Rayman vielleicht nicht mal bei den Kids ankam, aber bei den Kids kamen die Rabbids an. Deshalb wahrscheinlich. Nicht mehr so wirklich. Also, ich weiß nicht, an wen das gerichtet ist. Es ist... Ja, Leute, die die Rabbids mögen und die Mario mögen halt. Ich mag ja Mario, aber ich mag die Rabbids halt nicht. Ich mag die fucking Rabbids. Aber anscheinend schon, weil die Rabbids-Titel verkaufen sich anscheinend besser als die Rayman-Titel. Deswegen bringen sie auch keinen Rayman-Titel mehr seit 2013. Was ich gerade nicht verstehe ist das ein Jump'n'Run? Also warum... Nein, das hast du ja gesehen, das ist Action-Adventure so ein bisschen. Ja, irgendwie keine Ahnung. Ich hab das Game... Ja... Also, ich warte auch schon seit... wann kam das jetzt raus? Wann kam der DS raus? 2012 oder so? Was? Der Ursprungs-DS 2006. Was? Ja klar. Ich warte seit 15 Jahren? Auf was? Seit 15 Jahren warte ich auf ein neues Mario und Luigi. Achso. Gab's nicht für 3DS welche? Ja, da kam das, also für den DS kam das letzte. Oh mein Gott, diese Optik sieht halt einfach aus wie so ein fucking Browser-Game oder so, Mann. Rabbit Rosalina. Die haben wir alle gewollt, den Charakter. Hat bestimmt eine Deep Lore, also wie die damals von dem Vater nicht geliebt Rabbit Peach genauso, ey. Nach Hause irgendwie losgeschickt wurde. Oh, ich mute jetzt. Sag mal Bescheid, wenn da was das nächste Game kommt. Dann machen die so ein Spiel, das obviously irgendwie mega einfach ist und kindlich und bunt. Oder dann hauen die hier noch so Elemental Damage Kombinationen raus. An wen soll das Spiel sein? Ja, nee, das ist ja quasi ein Bettler-Kleid. Also die Kampfding ist wie so ein Bettler. Ja, das Original wäre so ein XCOM-Klon. Oder so. Genau, ist XCOM quasi. Aber jetzt hat es ja keine Fader mehr, sondern so Divinity auf ID Nord bestellt, oder was soll das sein jetzt hier? Divinity auf ID Nord bestellt. Warum ist Bowser jetzt im Team von Mario? Ich glaube, dass du nicht zusammengearbeitet haben, das ist nicht neu. Ja, ich fand es auch bisher immer komplett bescheuert. Oh ja, sie spawnen hinter uns, so wow. Nein, ja, und hier so, habt ihr Backstab, Glitch, oh, jetzt Hanker da, ui, und jetzt kommt mein Ultra-Move. Before triggering Mario's signature ability, Hero Sight. Er hat alle angelockt und jetzt kann er die irgendwie vergenusswurzeln. Okay, er holt sich einfach eine G36 raus, er schießt sie einfach. Ja, so üblich bei Mario. Oh, mach das eine halbe Stunde kürzer, diesen Trailer, und dann ist das vielleicht spannend. Teamwork and synergies are key to gain the upper hand in battle.
Ich weiß, ihr seid stolz auf euer Spiel. Ihr habt da investiert, aber wir haben es verstanden. Das Gameplay, Sören, gehen wir doch immer ein bisschen länger. Ja, aber das Konzept hat man trotzdem nach einem Zug verstanden. Man muss doch... They inflict heavy damage to Bowser. Thankfully, Exosphere, his shield spark, absorbs some of the damage. Bowser ist tot. Brute Das wurden wir force schon. won't make it here. It's time for Der ist jetzt auch in allen anderen Dark Mario-Spielen tot. Wir haben ihn umgebracht. Her spark, Ethering, can turn her invisible, allowing her to approach the Lone Wolf safely. Now that we are close to them, we Jetzt can use diese the Rapids. signature technique and neutralize them momentarily. Richtig. Diese Collaboration könnte man so viel Besseres machen. And focus on the darkness Als das. A few more turns have passed. Only 2 Darkness Eyes remain, but new powerful enemies have spawned, and even Bowser cannot withstand their powerful attacks. Oh nein. Bowser, der Tank ist down. Heroes left, and the last Darkness Eyes are far out of attack range. Fast kann ich Mario aufgebaut. can count on his iconic stomp attack and jump from one enemy to the other before delivering the final blow. This is it. The Wiggler is defeated, and our heroes can resume their journey. I hope you enjoyed this very special battle. That's all for now. Alter, wie lange geht das denn noch, I hope Bye. you also enjoyed seeing an old friend from Nintendo in there. This was only a first taste of our new take on combat. It has intuitive gameplay with Ja, ich huge hoffe, der Second tactical Taste kommt nie wieder. Thanks to the multiple combination of sparks and ingredients Beckmann. available in the Bitte. game, Warum liegt da hinten anyone eigentlich can Stroh? create combos as marvelous as they ja. are powerful. The release is almost Ja. and we are hard at work to polish our game and deliver the best Mario Plus Rabbids experience on October 20. We cannot wait for you all to discover this brand new Wenn ihr nicht event. warten könnt, dann release es jetzt. And Hört that's auf mit not diesem all. dummen Spruch. We have one more big thing to reveal. This cosmic journey will not stop at launch. We have so many wild ideas that we want to explore Ja, in the at coming launch. year. It Dann is ist a auch eine bit Mittagspause. early to announce all of it, Oh, Wiener, but I couldn't Wiener, resist oh, to give you a Wiener. small peek at what is to come. Our post-launch plans include 3 DLCs, and the third one will even introduce a new special playable hero. For me, as a creator, and for many at the studio, Creator. it's a dream come true to have him going in an adventure with our dear rabbit hero. I hope you will like the biggest surprise of our season pass. Thank you. Ubisoft. Thank you. Oh, jetzt verpisst euch doch mit den... Oh mein Gott, Mann. Ihr habt doch... Er hat sich doch schon verabschiedet. Lasst uns doch in Ja, Ruhe. guck mal, diesen Pass. Da ist Raymond. Battle Pass. Lass mich raten, das ist kein Raymond, jetzt ist das ein scheiß Haar mit Raymond. Oh, oh. Starring Raymond. Jungs, die Rabbits kommen von Raymond, die sind kein eigenes Franchise. I love the rabbits and I Ich love mag the world wie of jetzt Mario. Raymond- I'm so glad to see them teaming up. Die Raymond einfach Start. Er Start, die Rabbits, das ist nicht mal andersrum. Can't wait to play as Rayman on my team. And this Ruhig new dich, DLC achte auf dein Blut. If you like what you just saw and want to dive into the conversations on Alter, ich könnte Ubisoft so in den Boden rammen, für das Raymond einfach geditcht haben, ganz ehrlich. Sag dir doch einen Haufen Scheiße, so wie es aber bei EA machen. Die sind hier in Köln, manchmal per Express kuriert. Let's take a deep dive into the world of Skull and Bones. Ich will The jetzt Magic das Music. Music Oh, Play. Skull and Bones, jetzt kommt was Richtiges hier. The end of the 70s. War das das Schiffsspiel? Ja, so spielen wir jetzt, when Beckmann. ruthless corporations ruled the seas with an iron fist. Bitte lass es halbwegs gut sein. Bitte lass uns keinen Season Pass on Day One haben. For global Haben wir schon was von gesehen, Sören? Das ist ja Neues. dominate the world's Das kommt most mit valuable Trailer. trade routes. Bitte. Ja, vielleicht zeigen wir A uns das flood of gut exotic so. goods from the Indian Ja, Ocean. ein Render-Trailer, siehst du das? Mhm. Creating new addictions and a so violent gut. race for control. Oh, der gut, schöne Wein. And where there's blood, there are predators.
labeled as enemies of all mankind. This new breed of pirates will show no mercy. Ich meine, der Trailer ist okay, aber der Trailer ist okay, wenn er vor 4 Jahren gekommen wäre, wenn es nicht der 37. Trailer dazu ist, der einfach nur CGI ist. Der Beckmann, hi. Ey, wenn es das jetzt war, also ich... Bitte, zeig doch irgendwas. Gedulde dich doch mal. Will you sink to the bottom or climb to the very top? In the dangerous world of skull and bones, everything around you is either your prey or Ubisoft your Singapur. This is where you and your friends will have an authentic pirate experience. In our game, as your infamy begins to spread across the Indian Ocean, you will gain access to your own pirate lair, known as the Hell. Also die versucht Englisch zu sprechen, aber ich weiß nicht, was sie spricht, ne? By manufacturing and smuggling illegal and high-value goods to sell to the highest bidder. No longer taking orders from other pirates. Du hast in England bestimmt auch mal Scouse oder so Liverpool-Akzent gehört, das ist schlimmer. Ja, einer meiner Lehrer kommt aus Liverpool. Scouse. Wuchirs? Was ist denn ein Wuchirs? Or even go on treasure hunts to dig up valuable hidden stashes. We've been gathering your facts through our insider programs and other channels. It's an ongoing process that helps us shape Skull and Bones. Here is what some of our participants have to say about the program. Greetings, pirates. Captain Flint here. Buñol oder französische Zwiebelsuppe? I'm building. My name is Spamos. My name is Hippo TC. My name is Mixelplix. This is Veledron. Charging Charlie. Crispy Tater Tot here. Ich bin Fabi Blacklight, aber mit dem Video. Program back in 2021. I've actually been part Ey, keine der Typen, ich weiß nicht, ich kenne keinen davon. Tobi, mach mal hier ein paar Kontakte klar, dass wir das auch testen können hier anscheinend. The playtests that I've been doing have been a lot of fun. One of the things that I habe mich wie die Playtests angemeldet, aber ich habe keine E-Mail bekommen. Actually reaching the developers. Developers are passionate about this game. I get to connect with other gamers who are just as passionate and excited about Skull and Bones as I am. Happy to see the game being revealed again. I'm so excited. We're just months away. I look forward to seeing your sales out there. I truly think there's something for everyone, so I'm really eager to see all the polished and final versions of things brought into the game. I just can't wait to see the Indian Oceans. And I'm really looking forward to seeing all of you out on the high seas, be it friend or foe. Das sagt doch niemand! Doch, Man sagt, ich freue mich darauf, euch als Freunde oder Feinde zu treffen. Man sagt, kommt, ich habe schon 200 Stunden gespielt, kommt an, ihr Nutz, ich mache euch fertig, ihr Bitches. Komm in die Gruppe. So ein Leben. Komm in die Gruppe. Ja. That is what we want for our pirates. Your ship is your and how you will be recognized. Raids oder so, wenn sie dann irgendwie... Boah, vielleicht kündigen wir ein neues Splinter Cell an. Vielleicht habe ich doch noch Glück dieses Jahr. Ja, und dann sind das so aber so Koop-Action und dann kommt gleich jetzt so eine Gameplay-Szene mit diesem gefakten Kommunikation von 4 Freunden, die zocken. From bursting ammo that ignores armor and causes flooding, to tearing armor that rips your enemy sails apart, slowing them down for an easy kill. Muss er sagen, ich bin ein Freund von Mörsern. It deals a devastating blow to most armor. Step 2. Choose your armor. With our game's weapon counter system, there will be an armor that can counter each damage type. Armor. You can counter. Lastly, it's the look of your ship. Put on your scariest war paint and head out with a ship that is instantly recognizable. Making this quick adjustment will transform you from sneaky smuggler to or swift trader. Jetzt soll ja nichts anderes war als diese Ordnungsnacht. Boah, wieso stellt man da jemanden hin, der nicht vernünftig Englisch spricht? Ja, und vor allen Dingen, wir würden es ja nicht machen, wenn sie interessante Sachen sagen würden. Dann wären wir ja beschäftigt. Aber sie sabbelt... Our game will be crossplay as launch, so you can Ihr könnt euch so darauf verlassen, ich werde euch sowas von anschießen und versenken, wenn ich einfach wir spielen zusammen, du. Das machen wir aus dem Aus, du Witzbold. Ich brauch den Booty. Mein kriegst du nicht.
Ich meine, ich finde das cool mit den anderen Kanonen. Ich finde, die Armor hätten sie weglassen können, weil faktisch bringt die eigentlich nichts. Aber okay, ist Fantasy, huiuiui. Aber... Naja, also das hätte ich so jetzt nicht gesagt, dass das nicht bringt. Ja, okay, nichts bringt, aber kein Schiff früher hatte richtige Armor, die in dick Das ist was anderes. Weil du auf Verstelle standest und verloren hast. Alter, ich sehe mich mit so einem riesen schwarzen Schiff mit Stacheln überall. Oh, da kommt Magneto oder ein Schiff oder sowas. Ja. Ich meine, die war von innen gepanzert, das passt schon, aber gegen Schrapnell und so ein Scheiß. Aber wenn so Kanonenkugel kommt, ist halt echt scheißegal. Boah, ich glaube, wenn ich mir sowas von davor liegen basteln. Ich brauche Flammenwerfer. Gut, wir haben wieder kein X-Irgendwas-Gameplay gesehen, es war wieder nur... Ich habe schon Gameplay von dem Spiel gesehen, so ist nicht. Uff, Neil, Oh, I can't wait to get my own pirate. Oh, Moment, kam da gerade, das kommt nur für den Epic Game Store? Nein, Beckmann, Epic Games Ubisoft Store, aber nicht Steam. Es lädt. Ja, dann können wir schon mal ficken. Ja, dann werde ich es doch nicht spielen, tut mir leid, Jungs, bin ich raus. Hallo, es ist doch klar, Ubisoft aktuell, Ubisoft von Steam weg, als ob sie es auf Steam bringen. Das habt ihr doch wirklich geglaubt. Die hätten ihre Lektion gelernt, aber... Nein, die sind seit letztes Jahr von Steam weg und haben Exclusive mit Epic außer ihren eigenen Launcher. Der gehört ja nicht dazu. Wo seid ihr gerade? Bei mir kommt gerade Mucke Fahrradspiel. Fahrradspiel. Ja, Typ fährt auf... Jetzt ist er stehen geblieben. Ach, das ist Riders Republic, ja. Ich würde den Stream wieder, das ist voll langweilig. Wer spielt denn Rot überhaupt? An der Scheiße. Da haben die auch so viel Geld in Influencer gesteckt, das war der Wahnsinn. Haben die alle Influencer? Oh. Ganz dezente Vans-Werbung. Oh, fickt euch Ubisoft. Wirklich diese... Wenn man so ein bisschen Werbung reinmachen will, um so sagen, ja, in echt findest du auch nichts ohne Red Bull oder so, dann klatscht es doch nicht so. Oh Gott, Mann. Ja, Vans Coloration, yes. Wow, New Gear in Outfits, schwarzes T-Shirt. The People, Sub Rosa, an die Marken. Alter, kauf neue Vans. Und trinken Red Bull. Ich hab ein Monster hier. Ja. Cooler Typ. Wie kann das N-Wort getroppt? Ja. Song da. Keine Ahnung. Boah, Season 4. Riders Republic Season 4 and the BMX Was für Season add-on 4? launch in just 4 days on September 14th. And guess what? You can play Riders Republic for free on all platforms. Details are below. Let's dance. Now we're going to put a spotlight on one of our most successful online action role-playing games. Yep, it's time to catch up on the world Ich of sag, Tom wie das die Clancy's The Reaktion auf Division. der Hälfte aller Ubisoft-Spiele ist. Hello everyone, Das I'm gibt's Daria doch. Elena, community developer for Tom Clancy The Division 2. After Ui, more than Division. 3 years, Tom Clancy The Division 2 is still releasing new content, Hallo, and we have Daria, exciting times ahead. ja. To recap, Season 9 Hidden Alliance brought you so much more than just a continuation of the story. We introduced Countdown, an all-new 8-player PvE endgame mode, plus the brand new progression feature Expertise, giving you new ways to progress your agent and further increase build variety and viability. And it's not over. The Division 2 is scheduled to receive 2 more major updates this year, Season 10 and Season 11. You will be able to enjoy Season 10 price power Weil man in just Main-Charaktere a few erkennt, days. alle rennen in Rüstung rum, It will Main-Character so introduce faktisch additional shit, ich difficulty renne modes for halb Countdown to oberkörperfrei push your rum. squad to the limit, add an array of long-awaited quality-of-life changes, and set you on the path to uncover the growing alliance between Natalia Sokolova and General Anderson. And when it comes to ensuring your agent looks the best for the new Manhunt, we've got you covered. Shape Paragon and Dark Path April events are packed with a variety of new outfits and vanity to give your agent a unique look. To close out 2022 for The Division 2,
Season 11 will continue the Division story, not only introducing new manhunt targets, but also some familiar faces and a new ally. It will also feature a brand new PvE mode, expanding the variety of activities and playability in the game. We'll share more details about all these features later this year. Now we want to reiterate our commitment to the long-term future of the Division 2, which is fully supported by our talented developers from Ubisoft teams across the globe. With this in mind, we're happy to announce that we are committed to and have started working on the Division Year 5. The future is bright for the Division 2 and for the Division franchise as a whole. Now I'll hand over to Carrie to introduce you to Tom Clancy The Division's Heartland. Over the last few years, the team at RedStorm Entertainment has been hard at work creating an all-new experience set in the world of The Division. You've already rebuilt operations in Manhattan, you've responded to the call in Washington, D.C., and now you're needed in the small town of Silver Creek, right in the heartland of America. Today, we're excited to share a first look at the game and some updates from our studio. Here's our creative director, Keith Evans, to tell you a little bit on what to expect in The Division Heartland. Hey everyone, we're so excited to show you Heartland, an all-new Was war nochmal die Geschichte von Division? Irgendeine Krankheit hat sich über Geld übertragen? Poured their heart into this game, and we can't wait to share it with you. Very nice. Welcome to Silver Creek. Nein. Okay. I'm Keith Evans, creative director in Heartland at RedStorm Entertainment. We've been involved here at RedStorm with the Division going back before the first game launched. Our partnership with Massive Entertainment made some games that we love. We're so excited to bring something new to fans of the franchise. Also es ist quasi Division 3. Das Division 3 mit deswegen hat es auch 4 FPS. You play as a Division agent, given the task of protecting Silver Creek, a small town in Middle America, from enemy factions, rogue agents, and a deadly contamination. This game ties directly into the timeline and introduces all new characters and storylines to the franchise. Heartland feels fresh and distinct while still feeling at home alongside the other amazing games in this universe. We can't wait to have you join us in Silver Creek. Ich glaube, ich hätte mir Alkohol genommen und für die nächste Show, die ich gucke, merke ich mir jedes Mal kurz, wenn die sagen, we can't wait for you to play oder irgendwie sowas. Jedes nach diesem Mal diesen Satz warum haben wir nicht Bullshit-Bingo gespielt? Das machen wir zum nächsten Mal. Weil wir einen großen Events machen können, aber dann machen wir ja jetzt nur zu dritt oder sofort. Finally, a few weeks ago, we opened a new entrance in the Division franchise on mobile, The Division Resurgence. This new opus brings the acclaimed AAA experience to mobile with the addition of a new storyline, factions, and much more. The team is hard at work preparing what comes next, so it's our great pleasure to be able to give you an update on the game. We wanted to take a moment to thank everyone who has participated in the closed alpha, playing solo or cooperating with others to complete Stimmt, ich weiß, wie wir es machen können. Haha, so im November. Da haben wir die nächste React wir auf die Ubisoft, genau. Auf die Game Awards mit Geoff Keighley vielleicht. Da können wir es machen. Gott! Wer moderiert die? Der Geoff wieder. Mein BFF. Ja, bei Gamescom haben wir einen live gemacht. Ich weiß. Ich habe schon mal unten, also ich weiß schon, ich werde auf jeden Fall we can't wait for you to play our game oder so ein Satz. Waren die letzten Game Awards nicht übelst bestochen? Ja. Ja, aber es ging ja nicht um die Verleihung, da werden ja auch Spiele angekündigt, deshalb. Dann nehme ich noch ein schlechter Bildausschnitt. Das passt auch mal gut. Ein mindestens 5 Minuten langes Gamer-Interview. Entwickler-Interview, das viel zu lang ist und keinen interessiert, aber die ordentlich Schotter bezahlt haben. Ja, stellen Sie auch, also, wir können das ja gemeinsam zusammenstellen vorher. Genau, Division Mobile Game seht ihr hier. Haben wir auch drauf gewartet, oder? Also Games, die kannst du halt einfach nur vom asiatischen Markt ankündigen und auch nur da den Trailer veröffentlichen und dann ist gut. Aber das wird doch kein Mensch in Europa spielen. Ach ja. Ich war eigentlich das letzte Mobile Game, was ich gespielt habe, da waren es noch gute Zeiten. Das waren die Angry Birds. Das letzte, was ich gespielt habe, war Clash of Clans.
habe noch mehr, wie heißt das? Hier dieses Metro-Spiel da irgendwie gespielt. Das, wo du auch so U-Bahn-Linie verbinden musst. Und Pokémon Go, an solche Sachen erinnere ich mich. Pokémon Go, Alter, die ersten, die Anfangszeit von Pokémon Go, die hätte ich gerne wieder. Ja, die war schon excited to mienig. see the Dark Zone coming to Wo mobile. If you want to man get a chance to so test it jetzt out, in dieser don't kleinen forget to Stadt an register den now on the einzigen Resurgence Pokestore website. stand und dachte, scheiße, ich gehe da mal abends hin, aber multiplayer kann action nicht sein. on my Und dann haben so ein paar Speaking Jugendliche of sich which, mit there's another Wasserpfeife, da, iconic aber mit multiplayer T-Shirt game und that was alles recently was announced. Rainbow und Six Decken Mobile. dahingestellt. Let's take a quick look at what the dev team Das had war in schon store for ganz us geil. following their successful close Rainbow alpha Six test. Mobile, ey, wurden wir An so einem Teich und dann saßen da halt wirklich so ein paar Jugendliche und dann kamen so ein paar Erwachsene vorbei, oder so ältere, so meine Generation, und haben sie auch da sich da hingesetzt und da war so einfach Party. Könnt ihr mir mal sagen, warum Ubisoft 2022 es auf Mobile Games trifft? Warum sieht der Bild besser aus als der im Game? Beep boop. Was soll die Scheiße? Beep boop. Beep boop Mobile. Ja. Achso, Calling or Operator. London Calling, ach. Ach, jetzt hauen die jedes Spiel auf den Murmel. Oh nein, jetzt sabelt der auch noch darüber. Und wieder den Stream-Muten. It's been a big, exciting year for our game, with the worldwide announcement and our first closed alpha taking place earlier Halbe this Stunde year. rum. It was amazing, finally getting to see how our players and community reacted to the game. Wir waren alle and auf we couldn't be Assassin's happier Creed. with the initial feedback. Rainbow Six Mobile is a free-to-play game designed from the ground up specifically for mobile devices. When we started production, our objective was crystal clear to bring the Rainbow Six universe to the mobile platform and allow more people than ever before from all around the world to enjoy this competitive, tactical, and team-based FPS Doch nicht experience. auf dem Handy, ey. Our mission is to develop the best Rainbow Six experience possible Was on ein mobile, Schmuh. and we can only do that with your help. The dev kommt team and die I alle first vier? want to thank our community for all your support and Wie- feedback during our closed Was für eine alpha. Community? Also. We took Ja, that die haben ja feedback gesagt, wir to heart danken and unserer we've made Community. many Wer denn improvements. irgendwie And it's not das just the arme core Kind von dem gameplay, Typen, but der our das menu spielen musste systems oder and so. user experience, Der matchmaking Schamam and sollte getestet werden. round flow, and many other adjustments that will improve the overall experience, all thanks to you. And now, today, I'm very happy to announce that we are entering a new phase for Rainbow Six Mobile, the beta test. The closed beta starts this Monday, September 12th. And the good news is that Android users can still pre-register on Google Play. Mein Gott, ich glaube, for a ich bin chance was to auf der Spur. Der participate. Typ macht da und die Merker Just a drauf. quick note for our Ich glaube, in iOS diesem users, Spiel don't worry. We are working hard ist on die our iOS WHO version, drin. and you will hear Und from us in the near future wenn du das for spielst, kriegst du upcoming einen Chip ins tests. Blut. Und, So, Ah. what can you expect to see in the game during the beta test? ich weiß doch auch nicht, Our Tobi. biggest Irgendwie muss addition man doch is the das first stage irgendwas of our muss man operator erzählen über unlock den and Scheiß. progression system. This means daily challenges to complete, a ticket system to play with and unlock your operators, and even a battle pass to progress through. On top of that, we have some great graphical and gameplay improvements, social features like voice chat and persistent teams, and a more streamlined menu flow. You will also be able to compete in 3 iconic Rainbow Six maps: Bank, Border, and the newly added Clubhouse. Keep in mind, this is still a work-in-progress version of the game. Graphic quality and content are much improved from our alpha test, but still not final. As we continue along this exciting road to release, we must move forward alongside you, our players and fans. We believe this is the only way to deliver the best game experience possible, and we are dedicated to developing Rainbow Six Mobile in as transparent and collaborative way as possible with our players. Now, you may be wondering in which countries the closed beta will be available starting this Monday. Well, you'll find the answers Bitte lass das in this stehen, next nicht in video. Deutschland, da bin ich einfach glücklich. Thank you for all your support and Einfach see you so. in the closed beta. It's a time for everything. Ready for war? Yeah. It's a time for war. Back for more. I'm ready. It's a time for war.
geht wirklich nicht Deutschland. Geil. Was? Was ist? Kein europäisches Land. Ja, die haben gerade die Beta für Rainbow Six mal rausgelassen. Das ist halt nur Deutschland, Mexiko, Brasilien und China, glaube ich, oder irgendwas. Ja, USA, Singapur und so, aber kein. The Rainbow Six Mobile closed beta starts on September 12th. Kein europäisches Moment, Land. Singapur? Echt? Was ist das? Tower? Ist das Tower? Here to tell you a little bit more about it is a very special Nein, guest. ich weiß nicht, was da stand. USA, da stand aber kannst du asiatische Länder, As you know, wo we es im started Google off Play with a Store selection of mobile games on our Beta-Test, service. genau. And today, so. I'm excited to announce our partnership with Ubisoft to continue bringing great games for players all around the world. Over the next few years, not one, not two, but 3 games from Ubisoft's most beloved franchises will become exclusively available to Netflix members. The first game is Valiant Hearts 2. Was? A Valiant sequel to Hearts the 2? award-winning first game, directed by the original core team and available to play in January 2023. Next up, Netflix hat doch auch second ein paar installment Telltale-Games of irgendwann Mighty veröffentlicht, ne? also coming to Netflix in 2023. And last, but certainly not least, fans of Assassin's Creed will be able to immerse themselves in the Assassin's Creed Ein Mobile Game! through both a live-action series and Ey, ich hab irgendwie das Gefühl, Ubisoft macht immer bei ihren PKs alles falsch, was man falsch machen kann und announcen irgendeine Scheiße, die nie einer haben will. Also nee, ganz kurz, das mit Assassin's Creed Mobile wusste ich in Fabi schon, das war geleakt. Also das ist bekannt gewesen. Aber nicht, dass es bei Netflix kommt. Die Live-Action-Serie ist ja auch schon geleakt. Boah, das ist ja richtig belastend, Alter, dass zum Anfang nächsten Jahres mein Netflix-Account ausläuft. The next project shows how video games have grown. We don't just play them. We make movies Ich hab sie based on abonniert, them. achso. And sometimes TV shows about Ja, making them. meins läuft aus, ich will da nicht mehr sein. Ich will keine Werbung haben. Hello, everyone at Ubisoft Forward. I'm Rob McElhenney, writer, Warum sieht co-creator, der and aus wie Tom star Brady? of Mythic Quest on Apple TV+. For those of you who've seen the show, we can't wait for you to watch Season 3. For those of you who haven't seen Mythic Quest, this is the series for you. It's a show about a fake gaming company making a fake game, but produced by a real gaming company that makes real game elements for Wie viele our Ringe fake willst game. du von Not to den mention, Hinten haben? we have Antwort ja. actors like Ashton Birch, who are real gaming Frag mal Tom professionals, Brady. even though they play fake characters. What the fuck? Wie kommt jetzt jemand machen? You know what? Why don't you just watch this teaser for Season 3? It'll explain everything a lot better than I just did. And in case you're wondering, no, you don't need any new gear to watch Apple TV+. You can literally watch it on the same gaming console you play on. Hope you enjoy. Oh Mann, ich will doch nur Assassin's Creed sehen. This is my legacy. Our legacy. Our legacy, whatever. Kein Mensch juckt Apple Plus. With the expansion. Let's just be reasonable adults. No. Something bad is gonna happen. We'll get you into programming school. Local. MQ will pay for it. I think I gotta go to Berkeley. Yeah, that's impossible. No more Mr. Nice Guy. Go ahead and cuff me. Oh my god! Did I miss something? We're leaving you and Mythic Quest. No. No. Yes. No. Yes. 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 Now, let's talk about our future. Wie oft willst du deinen Bart ändern in dem Video? Antwort ja. This is my dream. In Apple Original. We just made $50 million. No, What? we're not gonna take the money. No. Yes. I'm glad you're back. Ja, nein, jetzt wollte ich noch sagen, Antwort. You Ja. have nothing to worry about. There's nothing Nochmal like jetzt. strange or nefarious going on. And even if there was, you'd never know it. Metaverse, Alter, muss ich aber ganz schnell los. Hell yeah. Bobby, where are you? You're the one that didn't want lines anywhere in the office. Lines are Das so ist ja alles Web weiß. 1. You don't want to be in Web 1, do you? You gotta think big. Hey, Pop. Can everyone stop sneaking up on me? I've been standing here alone for the last 20 minutes. We're explorers. Was hast du gesagt? Das ist ein Creators. Meme. What I believe about myself. Das ist ja What noch nie. matters is what you believe about yourself. Könntest du lachen, so gerade Is einfach. the air Brittles big? Sassen. Ja, aber komm, es ist 2022. Komm, das hassen um die Ecke, Mann. Weil es eins der Jugendwörter dieses Jahr ist, die gewählt werden können. Sassen. Nee. Doch klar. Every
Ja, es sind nur 2,5, 3 Jahre zu spät, aber ist okay. Ich habe für gestimmt, Alter. Combo Mode, Alter. I really love Mythic Quest. I'm So geil, wie die es von dem ersten vorliest. Habt ihr schon gehört? Whether you've played every Ubisoft Also das game in Schlimmste fand ich ja existence or more Gomme. of a casual fan, Ja, das ist there's something halt for everyone Classic. here at Das ist halt Ubisoft Minecraft. Forward. Which brings us to a very special offer that we definitely haven't referenced Das Beste ist before. halt einfach. What if we told you that Ubisoft makes the games you know and love, and that's only the beginning of so much more. It is all the Assassin's Creed titles. Irgendwas auf Portugiesisch. Even Peep, das ist der neue Teil. Your skills and your patience. Team up for co-op and tactical games, where the only way forward is together. Question your definition of good and evil with some of the greatest. Das ist übrigens der einzige Film, der bei Ubisoft gemacht wurde, der gut ist. Alle anderen nach waren Crap. Also war's. Hieß er nicht war's? Doch, der hieß war's. Ja, das ist der einzige, der den war's. Moment, ja gut, aber Fang Nim oder wie der hieß, wo du im Jetski im Himalaya fahren konntest, Alter, der war auch lustig. Ja, aber Fang Nim war cool. Der war eigentlich gar nicht böse, das ist ja der Blutsch seitdem. Der Sauer war eigentlich auch nicht böse, sondern missverstanden. Nein, aber bei Dingen ist wirklich, dass du Terroristen unterstützt. Das ist ja der Witz an, das ist der düstere an der Fallout 4 Story. A free one-month trial to Ubisoft Plus where you can enjoy playing some of our best games. Details, as always, are below. Wir spielen mit Beckmann, also tun wir auch die ganze Zeit. You sure can, so be sure to sign up Ach, right Trackmania. now. Next up, we have an update that I know Fam, Trackmania fans are going to manche be wieder in excited der about Zukunft. Ich muss reloaden, sonst spoilert der uns mich wieder. right now. So bin ich Next in der up, we have an update that I know Zukunft. Trackmania fans are going to be excited about. Ends Music. Das hat Trackmania gesagt, bevor es bei mir erwähnt wurde. Deshalb. Das steht da oben rechts, da stand Hashtag Trackmania. Ach so, das hast du gesehen. Deshalb wusste ich, dass es Trackmania ist. Ich dachte, das aber das du gerade gesagt hast. Ein. Typ sitzt drin, Licht geht an. Controller wird angeschlossen. Licht geht an. Mein Trackmania ist cool. Verstehe immer noch ihr Geschäftsmodell noch nicht 100% und es nervt mich, dass du es pro Jahr abschließen musst. Ich finde halt krass, dass wenn sich ein Auto da überschlagen würde, der Fahrer einfach instant tot wäre, weil er keinen Überrollkäfig hat. Ja, normalerweise wird auch das Genick brechen, wenn du von 0 auf 700 beschleunigt wird. Ich stelle mir das gerade so vor. Nee, dafür gibt's ja das Hand-Device, was genau das nicht passiert. Leute, ihr müsst es doch nicht so scheiße editieren. Der Trackmania selbst sieht doch clean genug aus. Warum ist das so ein hässlicher Edit? Oh Mann. Vor allem habe ich mir bei Trackmania schon wieder ein neues Trackmania an. Bei Trackmania habe ich mir vorgestellt, das Matchbox-Autos. Da sind keine Fahrer drin. Was mehr Sinn machen würde. Es kommt jetzt einfach nur auf Konsolen und Cloud und Ubisoft Plus. Oder ist es das 50. Reboot? Belgier, nur der auch kein Englisch sprechen kann. I'm Augustin de Vita, Producteur Good news. at Ubisoft Nadeo. So traurig, die sind früher mal nur Nadeo mal eigenständig. Das heißt, Ubisoft an Nadeo wurde gekauft. Scheiße, der wird. Cross-production will be available across all platforms. Good news. PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Stadia, PS5, and Luna. Xbox One, Mag, wie die sagen, Trackmania is free to play with no microtransaction. But we do offer Free to play angeblich ist, aber irgendwie musst du, glaube ich, für 80% der Server den Premium Access haben. You will still oder experience Maps that same adrenaline rush on extraordinary tracks, Nee, solo or online with hundreds of live opponents. We have lots of features to keep you racing. There's a new seasonal official campaign every 3 months. Ach Mann, ich krieg einen Krampf. Ja. Of the day with thousands of players, the track of the day which highlights our players' creativity, and you can team up with your friends to play in the Royal or Ranked game modes. And that's not all. Trackmania is the best place for creators to unlock their full imagination. With its industry-leading and powerful track editor, featuring thousands of blocks and items. After its PC launch 2 years ago, the game is stronger than ever, with 280,000 tracks created by players worldwide.
The great news is that these tracks will be available from day one on the console and cloud versions. Warum wechselt ihr denn alle 5 Sekunden die Kamera? Das ist mega awkward. Within the game. With car skin customization, private rooms, as well as campaigns and competitions organized by the players for the players. We're looking forward to reuniting the complete Trackmania community in one single world, no matter where and how you play, starting early 2023. Welcome to the club. I love me some Trackmania. I can't wait to hop online and play against all my friends. I'm sure the both of you will have a great Rocksmith war auch gut, bis du gefühlt jeden Song 700 € zahlen musstest. Let's jam out to our next release. It's for Rocksmith Plus, right? Plus. Oh, it sure is, Neelam. If you've ever dreamed of learning the guitar, Rocksmith Plus is for you. Dass du irgendwie so ein Special-Kabel brauchst, so anstatt die irgend so ein Nein. Gut. Copyright, 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 copyright. Copyright, copyright, copyright calling, copyright calling, copyright, copyright, copyright. Mach das bitte weg, es ist gut für den Stream. Wir haben es verstanden, Gitarre spielen, ganz viele Bilder. Ja. Enchiladas mit Krabben und Minecraft und... Ist alles gut bei euch? Wir müssen darüber reden, weil es jetzt Jack ist, deshalb. Mach doch einfach den Ton aus. Seid so einfach. Neelam, I've always wanted to learn how to play the guitar, and I feel like Rocksmith Plus is the perfect tool to get Ich stelle mich für meine religiösen Brüder. You mean these dance moves? Wieder da am Updaten. Ach so, das kam bei mir auch jetzt gerade erst. Those of you who like tearing it up on the dance floor like Yusuf, our next game is right up your alley. This year, get ready to step into a new era of Just Dance. Let's check out all the exciting surprises the team's been working on. Cringe! Störung, einfach nur eine Störung. Ein Ball! Aber ja, das ist nice. Oh, auf einmal ist er im Real Life. Oh mein Gott, ein Drogentrip. Gibt es Tänze mit Bällen? So, sowas für dich. Was ist denn eigentlich? Ein Experte, oder? Copyright, Copyright. Ja, okay, jetzt können wir jetzt schon Oh Gott, can't stop the feeling. In my pocket. Ich will das war, so, du musst singen. Keine Ahnung, ich kenne den Songtext nicht. Der Song ist zu irrelevant. Alter, guck, der Bumps-Move. Man kann den Bumps-Move da machen. Aber wir machen gerade den Way. Dance, 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 dance. Da war eine Katze im Weltraumanzug. Can't stop the feeling. Hat nicht irgendwie ein ikonischeres Lied? Was ist das jetzt eigentlich ein Trailer? Für das neue Lied oder was? Was einfach Justin war. So. Ein neues Lied wurde geaddet, dafür machen sie einen Trailer. Creative Director. Over the past decade, Just Dance has become a fan favorite around the world. Whether it offers you an instant mood boost, a sense of community, a creative outlet, or a way to stay active, dancing is a form of expression that speaks to everyone. With this in mind, our passionate team has been hard at work on the latest installment to bring you even more ways to dance. Das ist die Croissant-Kamera. This year, Just Dance offers a Savage renewed K-Pop, 2 von 5 Sternen. with a new art direction, user interface, and an optimized recommendation system Alter, wie sieht die jetzt aus? What the and fuck? songs that fit your every mood. We also invite you to discover brand new Die haben richtig characters and follow them into Oh mein immersive Gott, ich sehe stories KDA, ich across sehe... rich visual and musical universes inspired by Fuck, das the latest kann schon hits Step-Up-grafisch and gemacht. all-time classics. The game is live at heart, and it will continue to evolve throughout the year,
with new songs, new game modes, season, and much more. There is always something exciting. Was hast du gesehen? Hat sich gesagt. For starters, for the first time ever in Just Dance, you can enjoy the new online multiplayer experience that will allow you to dance with whoever you want. That will allow you to dance with whoever you want, bin ich gerade. With this feature, you can create private groups of Alter, Sören, lass online dancen. Online dance sessions. Holy shit. Let's check out this new mod together. Was brauche ich dann? Was, Here is the die new Spiele hast du homepage of PC? Just Dance, where you can discover Nein, das all gibt's the leider. activities Ja, the okay, game das has gibt's to nur für offer. Konsolen. Scheiße. Let's welcome our Just Dancers. Hello everyone. Total bescheuert ist, dass es das nicht am PC gibt und einfach die sagen, hier habt ihr einen 5€ Controller für PC, den ihr rumschütteln müsst. Oder das Handy nehmen, das geht doch. Man kann doch das Handy nehmen, warum machen sie es nicht? Ich wollte gerade sagen, na gut, ich will mein Handy nicht vollschützen, aber wirklich so einfach so ein billig 5€ Controller. Ich meine, der Switch-Controller ist auch nicht viel teurer. Aber Alter, geht online. Deswegen feier ich das, weiß ich warum. Geht das mit Webcam? Ja, scheinbar. Wobei, nee, das macht einfach so jetzt, glaube ich. Machst halt Discord-Webcam. Ich find's cool, wie ich den Typ da unten rechts mit aber mit FACECAM per Decke. Also hier tanzt jemand, ne? Hier. Da tanzt jemand. Die halten alle was in der Hand. Ey, komm, wirklich, wenn ich online sage, ey, hier ist ein 5€ per USB oder von mir aus 10€, mit 5 Bluetooth-Verbindung am PC. Well done, Elena. The new score results screen features the new detailed Alter, guck mal, das ist animated, ey. Of course, you will be Ich sag dir, ich lade mir Uplay für Just Dance runter, wenn ich es am PC erlauben oder machbar machen. Machen sie wahrscheinlich nicht, leider. When you enter Just Dance, you will always have Switch-Controller sind halt einfach geil dafür. as you will join one Ja, aber united die sind so community günstig in der Herstellung, da könnten sie auch noch Gewinn machen. Das kostet 40 Cent in der Herstellung, verkaufen die für einen 10er, passt schon. We'll leave you with the first glimpse of some Jetzt kommt ein Songtrailer, ich will den eigentlich hören. Egal, komm, für dieses bisschen kann ich so komplett claimen werden. Bye. Was für neue Songs da jetzt dabei sind. Also kennst du The Feeling, okay, jetzt haben wir schon gehört. If You Wanna Party bei Just Dance ist, das ist ein klassischen Trailer. Oh, Where Be. KDA. Ja, hatten wir schon. Super Psycho von MMX. God of Heaven von Bruno Mars. Love Me Land von Sarah Larsen. Also bisher... Stay von Kid Leroy und Justin Bieber. Physical Flipper. Also bisher jetzt sind die Songs mich nicht so am wegflashen. Any excuse, huh? Ja, aber da ist ja auch noch Ding dabei. Also das, klar musst du abonnieren, ja. Stimmt, aber Unlimited. And yes, Neelam, I have friends around the world. Anyway, Just Dance 2023 edition launches this holiday season, allowing you to finally dance with your friends wherever they are on the planet. Aber das ist online. As you might know, 15 years ago, we released a game that changed the es world geht of auf video PC, wir releasen einen 5€-Controller. Okay, jetzt alles schon da. Jetzt ist Ruhe, jetzt Fresse halten. you back to the Crusades as Altair took assassinations to the next level. And now, thanks to you, 15 years later, the brand is more alive than ever. This is why we created a deep dive into the world of Assassin's Creed, to show you where the brand is going. Schnell 5. And now, who better to introduce a showcase like this than our CEO, Yves Guillemot. Okay, kommt selbst. Das ist ein gutes Zeichen. Yves Guillemot. Hello everyone, and thank you for joining us for this edition of Ubisoft Forward. I would like to congratulate all Ubisoft teams around the world for their tremendous work. Was haben wir eigentlich mit der ich nehme eine Kamera, wo die nicht reingucken, Einstellung? Thank you for the passion you have for our games. Creating memorable and unique experiences is what drives us every day. Speaking of passion for games, we are celebrating 15 years since the first Assassin's Creed. Altair, Ezio, Arnaud, Bayek, Cassandra, Eivor, many of you have these memorable moments with these characters, making history your playground. Learning, challenging yourself, and most importantly, having fun. With your support, Assassin's Creed went beyond a collection of games. It helped shape the face of the video game industry and became an inspiration for players and developers around the world. And now, let's see what's next for this fantastic universe. Fantastic. Oh, Gänsehaut, Erektion, alles.
Welche Zeitalter hatten sie denn noch nicht? Gibt es irgendwelche Guesses? Diese 3 sind schon liegt, Sören. Man weiß schon, wo es hingeht. Hey, ich wollte ein bisschen Spannung reinbringen. Come on, don't be shy. Don't let a fancy suit Der Trailer ist so gut. Don't let 1,000 fancy suits impress you. Be the thorn in history's side. Choose the greatest enemies. The captain. Sorry, mate. The emperor. The boss's boss. Edward, ganz gut, der Charakter. Make even greater friends. Oh, ich finde, passt echt so gut, wenn das sagt immer wieder. Don't just pick a fight. Start a revolution. Get the bigger picture. Go too far. Go too fast. Face the invisible. The impossible. The unspeakable. Welcome to the greatest playground. History. Hello everybody and welcome along to the first ever Assassin's Creed Ist schon mal jemand an Gänsehaut gestorben? Nein. Into history. I'm Dann Danny bin ich der Wallace here in Erste. our top secret Gänse. hideout where I'll be bringing you some Verdoppelt sich sneak das dann peeks, so. special guests and sharing some very exciting updates on all things Assassin's Creed. You will not want to miss this. Today I am joined by a true expert, Assassin's Creed's senior community developer, Ubisoft's own Alice Terrett. Welcome to the show. Alice, can you believe it's been 15 years? Thank you so much, Danny. I cannot believe it's been 15 years. It's a series very close to my heart because I'm in it. I'm lucky enough to voice Stimmt, der Sean, ne? Ich wollte gerade sagen, der kommt mir stark bekannt vor. Assassin's Creed 2. Now, Sean sounds exactly like me, which Aber alt geworden, Sean. to the limits of my acting range. Sieht schon so This aus. year, we are celebrating 15 years since the release of the first Assassin's Creed. It's been an amazing journey with our community that started back on the rooftops of the Holy Land. It has taken us to the Italian Renaissance, into the center of revolutionary wars, to ancient worlds, and to many incredible places in between. We've met unforgettable characters and been to breathtaking locations, allowing you to leap into history and relive pivotal moments from our past. It's been a phenomenal 15 years, and we are so glad that you came along for the ride. For the 15-year anniversary of Assassin's Creed, we want to truly celebrate with you, our community. We know that you've been dying to find out what's next for Assassin's Creed, and so... Just on that point, it does sound a lot like you're about to announce a new game or something. And I am about to announce a new game. I just thought it'd be nice, seeing as I'm here. So anyways, it's time to discover what we've been crafting in the shadows. I hope you brought a trailer at least. I have. Roll the trailer. Da ist er. My son, Abner's Hawk. Are you ready to give up who you once thought you were? I am. Ready to sacrifice everything you held close? I am. Are you ready to leave your life behind and walk the path of shadows? I am. Then out of the dark, you will come into the light.
from the light, you will return to the dark. Never forget the tenets you have sworn to uphold. Stay your blade from the flesh of the innocent. Hide in plain sight. Never compromise the Brotherhood. From this day forward, you are a hidden one. Oh, mit der Feder. Well, will you look at that? Assassin's Creed Mirage, everybody. And here to tell us more, it is Ubisoft Bordeaux's narrative director, Sarah Beaulieu. Thank you so much. Endlich wieder Assassine. Mir scheißegal, ob der Basim heißt oder wie auch immer heißt. Hauptsache der Assassine. Hast du was gegen einen Basim? Ja. Warum? We go back to the roots of the series. It's been 15 years, as you know, and we wanted to go back to the action-adventure game Sag jetzt nicht, that you weil du know, sonst gespoilert wirst. narrative-driven game. We've been focusing on stealth, parkour, and of course assassinations. Weil das ist jetzt wieder, es geht wieder zurück in die Beginning. Mehr wieder rumgeklettere, mehr wieder... Yes, you're right. It's Basim. It's 20 years Und before ich Valhalla, so it's a young spiele kein Assassine und werde einer erst. coming from a street thief to a master assassin. Naja, also wird ja jeder Assassine, wird ja erst einer. Ich weiß ja meine Kopf. Well, it begins in Baghdad. It's the beautiful, magnificent, vibrant city of Baghdad that you're going to roam through the game. And it's, it's a very dense city where you're going to meet a lot of different people. That's amazing. I know our community is going to be very excited to explore Baghdad. So Sarah, what can you tell us that makes Mirage special to you specifically? Well, to me, obviously, it's all about the story. So as you saw, we have a couple of charismatic characters, starting from Basim. So Basim is our lead character. We do have Russian that you spotted in the trailer. She's Basim's mentor. We also have a lot of historical characters, like in every Assassin's Creed, so political leaders, for example, but not just. We do have a couple of very, very interesting characters in there. Well, what a setting and what history to get your teeth into, but we're obviously about exclusives here. Have you got any more? Yes, I do. Good. Did you recognize the voice from the trailer? I did, actually. Can I reveal it? Can I reveal the exclusive? Yeah, if you know. It was the Emmy-winning actress, wasn't it? Shorey Aghdashloo. It was. It was. Yeah, you got it right. Good. Yeah, we're thrilled to have her in the cast. She's going to be portraying Was für ein Russian. Ding? So she's going to be the voice of Basim's mentor that you saw in the trailer, actually. And the whole team is very, very glad to have her on the She is fantastic. Yeah, Such she a is. recognizable voice, which is why I recognized it, of course. Well, and we were lucky enough to catch up with Shori earlier, and she had this very special message. Ja, genau, die rauchige. Die ist auch wieder bekannt für diese Stimme. Deshalb. Alter. Das ist das Krasse an der Stimme von der. Was passiert, wenn man jeden Tag eine Packung Zigaretten raucht? Ja, sie war ganz seduced davon, diese Rolle zu sprechen und nicht das Money, 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 was Ubisoft bezahlt. Okay, ich nehme eine Aussage wegen der Stimme zurück, weil man nicht weiß, ob sie vielleicht eine Krankheit hat. Hat halt 45 Jahre geraucht, ne? Ja, es
Man weiß nicht, aber es klingt halt wirklich so wie so eine Raucherstimme, ne? with the Assassin's Creed brand and play one of the main characters in such an Wenn du irgendwie in ein Ruhrgebiet irgendwie in so einen Pub gehst oder so, dann findest du bestimmt auch ein paar Leute mit genau so einer Stimme. Sind halt dauerbetrunken und wahrscheinlich kannst du dich anstellen als Mitarbeiter, aber ja. What a nice message. What a recognizable voice as well, just instantly. And she seems thrilled to be part of this. Yeah, I think she is, really. That's good. A welcome addition to the Assassin's Creed world. So finally, obviously the question everyone wants to know, when can we get our hands on Mirage? Assassin's Creed Mirage is going to be available in 2023. And if you pre-order now, you also get the exclusive 40 Thieves side quest. But it's not all. We also have a collector's case available to pre-order as well. Die Fabi war auf die Fabi wartet. Also nicht auf ihn, weil er ist er, aber die Figur selbst meine ich jetzt. Thank you, Sarah, for being with us today. Thank you for having me. Thank you very much. Yes, it looks fantastic. Right. We'll be dropping more exclusive news from the world of Assassin's Creed very shortly. But first, we wanted to celebrate the last 15 years of Assassin's Creed with you. Let's remind ourselves of some of the highlights and, of course, the impact of this groundbreaking series. Out of the dark, you come into the light. From the light, you will return to the dark. Are you prepared to travel the Eagle's path? Welcome aboard. It's prizes, plunder, and adventure ahead. We are all different, but our creed will unify us. Do you regret your decision to live as an assassin for so long? I do not remember making that decision. This life, it chose me. What is a man but the sum of his memories? We are the stories we live, the tales we tell ourselves. Gentlemen, as is custom among our kind, we do not plunge headlong into folly on the orders of a single madman, but act according to our own collective madness. From darkness we have come, and in darkness we shall stay. We are the Hidden Ones. It is a good life we live, brother. The best. They never change. Yeah, wieder 150 € ärmer. Well, so many memories there. Makes me want to jump back in and just play through the whole series again. Well, Danny, to Das mach ich continue gerade, celebrations, lieber we Sören. also have a new documentary out today, which gives a behind-the-scenes look at the last 15 years of Assassin's Creed. Let's take a sneak peek. For me, Assassin's Creed represents my whole video game in the career. It's really like where I learned my job, where I grew in my job. That was really the game that showed to me, hey, you gotta step it up, but like you gotta move on from the PS2, and I fell in love ever since. Pour moi, dans l'univers du jeu vidéo, Assassin's Creed reste une licence extrêmement importante. Assassin's Creed, especially in those early days, showing people what could be done in this kind of broad, open space. Just like climbing
up things and just looking at this world and being like, oh wow, I've never done this in a video game before. We're always looking for the next Assassin's Creed. No matter which one is your favorite, you'll always be tied to it because of just how connected they've kept you in from the beginning. It's not just a game, it has a philosophy behind it. It's a universe. It's not just a single setting in a single time, but it's different settings at different times. It's like a narrative universe that comes to life. Looks worth a watch to me. Where can we see it? Is it somewhere on the internet? Yes, it will be on the internet. You can catch it on the Ubisoft and GTV YouTube channels, but don't go anywhere just yet. No. So, back to business, and I've just finished the Dawn of Ragnarok expansion for Assassin's Creed Valhalla. I had a great time, but I would like some more. Yeah, that's one of our most ambitious expansions to date. But Danny, if you want more, I've got great news, as we have more content coming to Assassin's Creed Valhalla. Hello, everyone. I'm Gareth Glover, Game Director on Assassin's Creed Valhalla's post-launch. Since launch, we've continued to create new and exciting content for our community to enjoy. We've already released new game modes and activities into the world of Valhalla, such as River Raids, Tombs of the Fallen, Mastery Challenges, and more recently, the roguelite Forgotten Saga. Today, I'm excited to announce that in a few months' time, we will also be launching the last chapter. So let's take an exclusive first look. Bitte was Normales, bitte was Normales. I feel you close. An uproar of memories stretching far into the past. I have done all I can for my people. It is time to say goodbye. And set forth for distant shores and new adventures. Fascinating. Eivor grapples with Odin's memories in a way unfamiliar to me. Where will his new conflict take you, I wonder? The last chapter is a free quest arc, which nicely ties up some of the storylines established throughout the game. We'll see Eivor reunite with some key characters, including some influential historical ones. We can't wait for you to experience it. Back to you, Danny and Alice. Danny, are you ready for some more exclusives? No, I'm not. No, I'm a little overwhelmed already, but please go on. Okay, well, our next guest can do just that. He's no stranger to the Assassin's Creed family, with a list of credits including creative director of Assassin's Creed Syndicate and producer of Assassin's Creed Odyssey. I'm, of course, talking about Marc Alexis Cote. Mac, thanks for joining us. Well, thank you, Alice. It's great to be here, and I love what you've done with the place. Thank you. So let's start with our community. Can you tell us what makes Assassin's Creed so beloved by our global community? Well, at Ubisoft, our mission as a company, as expressed by Yves, is to enrich the lives of players. On Assassin's Creed, we have a very clear take on that mission. We want history to be everybody's playground as we immerse players into the richness of our shared past. Fabi, dem Typ haben wir übrigens die besten Assassin's Creed zu verdanken. Aber seit er kein Game Director mehr ist, sondern nur Brand Manager. And contemporary codes like the Animus. And when you put all that together, ich glaube, der war von 1 bis Brotherhood war der Chef Game Director. Iconic characters to live powerful fantasies, all the while immersed in intriguing historical settings. It's amazing. So how will Assassin's Creed evolve in the coming years? Well, we're going to double down on our passion for history as we explore the past with courage. We strongly believe that history can be the most powerful and eye-opening source of entertainment. And our teams believe that history can help us better understand the world that we live in, as so many elements from the past still resonate with our present. But don't worry, we're going to keep telling grand epic stories so that viewers
and players alike can feel the vertigo that only human history can bring. I love the way you talk about history and about using history as a playground. What an incredible thing to be able to use history in this way. But what does this mean for fans going forward? Well, we want our passion for history to fuel the expansion of the franchise into new territories. So I'm very happy to announce today our very first open-world Assassin's Creed game for mobile. It will feature all the iconic Assassin's Creed gameplay, but optimized for an experience on touch controls. And I just can't wait to tell you more about the story and the setting. Let's take a look at the trailer. Und die liegt halt recht mit China. China? Ja, das Mobile Game von China. Codename Jade. Da hat man Second. Aus selbe Zeitalter wie das 2D. Genau, ja. Schau wie. Aber es ist nicht Staubkraftwies, ne? Dein Name ist bestimmt Hahn. Was, dann gibt er dir einen Hahnjob? Alter. Jesus Christ. Codename Jade. Well, look at that. A brand new Assassin's Creed game set in China. It looks amazing. Matt, can you tell us a little bit more about the features? Well, for the first time in our open world games, you can create your own character. You'll get the chance to do things like parkour atop the Great Wall of China, sneak through bustling cities, engage in intense combat, and discover the secrets of vastness of ancient China. Ich glaube aber, da wollen sie das testen für Infinity, weil da kriegst du ja dann eigentlich Many of us know that a Netflix show is in development, and the community would like to know more. What else can you tell us? Well, it's still early in development, but I can confirm that we are co-developing the Netflix series with Ubisoft Film and Television, Netflix, obviously, and an insanely talented showrunner, Breaking wie der Film von It's going to be an mit Michael epic, Fassbender. jar-bending, a Der live-action Film ist eigentlich ganz adaptation schön, of our das hat video mich game auch, hat dann series. gefloppt, aber But an sich that's was not the kein schlechter only Film thing fand. we have in development with Netflix. We also have a new mobile game in development for their platform. Wow, so you're doing quite a lot with Netflix. And just out of interest, there's no reason for me to ask this. This is just curious. A lot of people probably want to know who is the casting director for that. Well, why do you want to know? No, I'm just that a lot of people have been tweeting in about that. Well, we'll put his name on screen. I'll talk to you after about that. In the meantime, let's ich will take dahin. a look at the wider world of Assassin's Creed. Oh, der Soundtrack ist so gut. Live-Konzert. Da hat einfach, Jasper Glied hatte einfach was Wunderschönes hingezaubert. Ja, Jasper Glied ist so ein. Und dann noch später Lauren Balfe mit Assassin's Creed 3 ist so gut. Noch eine Figur. Oh Mann, Leute, holt mir doch das Geld aus der Tasche gleich. Räumt mein ganzes Bankkonto leer. Weil ihr das da was fällt. Ein Webtoon-Sequel. Black Flag. What the fuck? Well, the wider world of eben schon Assassin's Creed. 50 Euro And look, we've had a lot of surprises today. I think that's fair to say. But in the grand tradition of surprises, Mac, I think you might have saved the biggest one for last. Well, Danny, that's right. Believe it or not, I've got more things to show to you. So how about we take a leap of faith into the future together? Let's take a look. Ich muss gerade echt mal sagen, diese Natürlich stimmen die Leaks. Da ist Red. Da ist Red. Das ist das Geilste. So hyped auf dieses Setting. Unfassbar. Well, I think that's what you call big news, isn't it? I mean, there's a lot of stuff in there that I think, from your point of view, certainly. Oh, der sah gut aus, der Szene. So, das Outfit. Tell us more. Well, this is codenamed
Red, our next premium flagship title and the future of our open world RPG games on Assassin's Creed. It is being developed by Ubisoft Quebec, the studio behind Assassin's Creed Odyssey, under the creative direction of Jonathan Dumont. It will let players explore one of their most awaited settings ever on the franchise, feudal Japan, and they'll live a very powerful shinobi fantasy. I mean, people have been waiting for this for a long time. Ja, haben sie. Yes, they have. Well, they certainly have. Seit Odyssey und davor. Which is good, and you're slightly cruel in that you're teasing me with it. I very much want that. You mentioned some of the other studios. What's Montreal up to right now? Well, we have our veteran team behind Assassin's Creed Valhalla in Montreal, the birthplace of Assassin's Creed, who's been hard at work on a new flagship title as well. It is being led by creative director Clint Hawking, and is a very different type of Assassin's Creed game. And I believe you may have brought us something that we can watch now. Yes, here it is. Oder schon das nächste Setting natürlich. Das wäre krass. Oh. Ist es Hexe? Sieht so aus. Ja, es ist Hexe. Ja. Was ist das? Es ist Assassin's Creed Hexe. Ja. Was ist das? Boah, das wird so gut. Beckmann, das ist Deutschland. Hexenverfolgung ist Deutschland, 15. Jahrhundert. Das wo die Hexen alle verbrannt haben. What can you tell us about this project? Well, this is codename Hexe. Deswegen Deutsch, weißt du? Hexe. To tear apart that trailer and find out all its secrets. Yeah, absolutely. Hexe. And work out the code. You guys have always got code names for stuff. There was, codenames. Was it a year ago? There was codename Infinity. Ja, Infinity. Where are you with that? Alter, die machen alles. Fabi, die hauen einfach alles raus. Junge, ich will einfach bombardiert werden mit den Spielen. Today. Infinity is not a game per se. It's going to be the single entry point for our fans into the Assassin's Creed franchise into the future. So you're saying that players will be able to explore their very own animus, kind of like a time machine? Exactly. Genau, Infinity is going to be a hub that will unite all our different experiences and our players together in meaningful ways. So, obviously that begs the question, if you're connecting players and there's more than one player, a lot of people will be thinking, are we talking multiplayer? Well, Danny, it seems we can't hide anything from you. You can't. So we're actually investigating how we will bring back standalone multiplayer experiences into the Assassin's Creed universe, all connected to the Infinity Hub. Alter. Well, it sounds extraordinary. You must have a nap at some point, because you've all been very, very busy. So our thanks, Mac. Some major new developments there, and I'm sure everyone at home can't wait to get involved. Thank you for joining us today and sharing all this incredibly exciting news. Well, thank you, Danny. Thank you, Alice. It's been a pleasure to be here and to be finally able to share all these great things that we have coming for our fans. So, to sum up, there are a lot of exciting things to look forward to. Let's remind ourselves of everything you can expect from now onwards. This year, we will see the release of the last chapter to Eivor's story in Assassin's Creed Valhalla. And in 2023, we'll see the release of the next big title, Assassin's Creed Mirage, set in Baghdad, and following the story of Basim from Street Thief to Master Assassin. Then it's time for the long-awaited setting of feudal Japan. Dann on the Horizon, weiß man nicht wann. Codename Red. And as Mac announced, there will also be a very different type of experience with Assassin's Creed. Wie ich irgendwie vor euch war, jetzt bin ich irgendwie hinter euch. The launch of the new platform, Assassin's Creed Und dann kommt Infinity. Connecting players to the games in a whole new way. But that's not all. We'll also see the launch of our first open world game for mobile with Assassin's Creed codename Blade. And of course, the release of our live-action series in partnership with Netflix. So, loads to come. But that, my friends, I'm afraid, is all we have time for today in this very special Assassin's Creed Anniversary Showcase. Now, before I get too comfortable in our hideout and end up slipping into my Ezio cosplay as normal, I just want to thank everyone for joining us today and making this first ever showcase so special. Plus, of course, a big thank you to our guests. And I shouldn't do this, Alice, but, you know, in the spirit of wrapping up, what's the one thing you're most looking forward to? That's a very tricky question. We've seen so many amazing things. I'm going to pick a few. Okay. I will choose Mirage, the Netflix series, and also Feudal Japan. Is that okay? That's fine. Great. And for all of you at home, remember that you can pre-order Mirage now.
In the meantime, you can jump back into Valhalla to prepare for Eivor's last chapter. Which is exactly, Alice, what I'm going to do while we pass back to Ubisoft Forward. We will see you next time. Bye-bye. Goodbye. Ich hab schon gepreordert, liebe Alice. That was one. Ich weiß, warum ich das Assassin's Creed Team am besten finde von allen Ubisoft Teams. Yusuf, what are you looking for to play? You know, you covered so many great games. Ja, aber wenigstens nur Müll. Can't wait to play them all. Junge, Well, der isst if you kein need a Popcorn. reminder of Hör all auf the so. upcoming games featured today, Wie geil er so check out our tut, ne? Ja. website, So, ich esse mal. Ubisoft Plus. You won't want to miss it. Thank you all for Ein watching. Mensch kaut so lange We'll see you Popcorn. next time. Kommt aufs Popcorn an, wenn du halt diese komische Zuckerkugel drin hast, wo Gut, die das kommt knallhart ist auf Stein. Ja, das Problem ist halt, im Ausland isst man halt kein süßes Popcorn, weil es das da nicht gibt, was ich das Ding finde. USA ist doch fast nur süß und nicht... Nein, die haben salziges oder buttriges Popcorn, aber die haben kein Popcorn. Also, Ja, gut. an der Stelle Shoutout an Tom Henderson, der das alles geleakt hat, was gerade angekündigt wurde. Nur halt nicht mit Bildern, sondern erklärt, was kommen wird. Was die einzige Ankündigung ist, Creed, die mir jetzt gefehlt hat, die angeblich kommen soll, aber vielleicht kommt dann noch kommt von Mirage noch ein Season Pass Trailer, wo es drin ist es AC1 Remake. Aber ich glaube, es hätten sie fett angekündigt, deswegen ist es vielleicht auch noch. Stimmt vielleicht nicht. Ich weiß es nicht. Also ich freue mich am meisten auf Let's Dance. Ich bin aber trotzdem enttäuscht, dass ich immer noch nicht vor meinem PC rumshaken kann mit Tobi über Online Connection. Ich würde wirklich, also ne, Ubisoft, wenn du zuhörst, Beep Boop, ich nehme mein Beep Boop zurück, wenn ihr für 5 Euro oder 10 Euro irgendwie so im normalen Bereich so einen billigen Controller rausbringt, wo man auch am PC so rumdancen kann, ohne so einen scheiß Switch-Controller zu haben. Das würde mich sehr freuen. Nicht wahr, Tobi? Ja, da können wir nicht dancen. Da würdest du dich wahrscheinlich zu mehr Sport motivieren, als ich sonst jemand mal gemacht habe. Ich wollte gerade sagen, also ich sehe zwei Personen, also ich sehe eine Person live, die da sogar bei wäre und ich höre hier sogar, also ich sehe auch Beckmann, bestimmt kriegen wir motiviert. Kannst mich mal am Arsch lecken. Beckmann ist auch ein richtiger Tänzer, ey, ich merke das schon. Ja gut, dann ich kenne zwei Personen, mit denen ich das, ne, also Leute, Ubisoft, Beep Boop, haut mal raus. Ja. Ich will Schiffchen fahren. November. Gut, ich bin hyped auf alle 3 neue Assassin's Creeds. Nein. Trotz Basis ist mir halt egal. Nein. Der Dude. Das ist halt wieder ein altes Assassin's Creed, während Japan wieder so, also RPG kommen wird. Ja, aber nein. Ja, aber nein. Mann, warum Basim? Könnt ihr mich Seht mal das zusammenreißen noch? Ich sag nicht. Ich bin nett. Ja, ich meine, hätten sie stattdessen das Assassin's Creed... Wieso haben sie nicht einfach einen neuen Charakter erfunden, der irgendwie Al-Abdul Habib oder sowas heißt? Oder hätten sie das Remake einfach als neuen Titel gebracht? Weiß ich nicht, ob das so gut gewesen wäre. Ja, der wäre da oben auf seinen Turm gegangen. Ich bin Habib. Gut, Leute. Danke fürs dabei sein oder Nachschauen von diesem Clip, von dem Stream. War ganz lustig, aber der Hauptsache war Assassin's Creed und ja, sah gut aus. Deswegen würde ich sagen. Schiffchen fahren. Genau, Schiffchen fahren. Beckmann und ich. Macht's gut. Ciao, ciao.